Kennst du das? Dein Compose UI-Test findet einfach keinen Button, so sehr du auch danach suchst. Genau dafür gibt es Test-Tags. Anders als bei OnNote with Text oder OnNote with Content Description sind Test-Tags nicht nur für Text oder für Icon-Elemente nutzbar. Du kannst sie für beliebige Elemente verwenden. Ich habe hier einen Timer-Text, den ich zur Anzeige bringen möchte. Um diesen Timer-Text nun eindeutig zu identifizieren, habe ich ihm einen Test-Tag verpasst. Mit dem Namen Timer. Anstelle nun nach der angezeigten Zeit oder Dauer von meinem Timer zu suchen, für die ich erst noch wissen müsste, okay, wie wird das denn intern nochmal formatiert, suche ich einfach nach dem Test-Tag, den ich vergeben habe und bekomme immer eindeutig mein Element zurückgeliefert. Und in 0, nichts ist mein Test dann auch schon grün. Ohne dass ich mich daran erinnern musste, hey, wie war denn nochmal diese Zeitformatierung, die ich mir mal ausgedacht habe vor 3 Jahren? Das Ganze macht meine Tests auch viel lesbarer und zuverlässiger. Ein weiteres Beispiel. Ich habe einen Button, mit dem ich meine Distractions von meinem Timer aufsammle. Wenn ich den nun mit einem Finder für den Text finden müsste, ja, dann müsste ich wissen, dass dieser Button gar keinen Text anzeigt, sondern dass dieser Button ein Icon anzeigt. Dieses Icon hat eine Content Description, die zu ihm passt. Jetzt kann es halt mal sein, dass sich diese Content Description mal ändert. Oder sie muss übersetzt werden. Und jetzt möchte ich meine UI vielleicht in einer anderen Sprache mal später testen. Da ist mein Testcase fehlgeschlagen. Obwohl er eigentlich nur fehlschlägt, weil er das Element nicht mehr identifizieren kann. Das ist nicht gut, das ist nicht stabil. Besser ist es, wenn ich den zu testenden Elementen, dass ich die mit einem Test-Tag bestücke. Und diese Test-Tags machen meine Tests halt auch einfach viel lesbarer. Anstelle zu wissen zu müssen, dass sich hinter Ablenkung markieren halt ein Button verbirgt, mit dem ich irgendwelche Ablenkungen markiere. Ja, okay, passt schon. Aber mein englischsprachiger Kollege weiß das vielleicht nicht. Dann verpasse ich ihm halt einen Test-Tag und der ganze Test ist auch schon viel lesbarer geworden dadurch. Wenn ich wiederverwendbare UI-Elemente schreibe, dann bitte jedes Mal einen Modifier-Parameter, den ich von außen setzen kann. Über diesen Modify-Parameter bin ich in der Lage, an jedes meiner UI-Elemente immer einen Test-Tag zu setzen. Super Sache. Ich muss mich dann im Nachhinein nicht mehr drum kümmern, welchen Text hat es denn, welche Content Description zeigt es vielleicht gerade an, welches Icon da drin hatte nochmal welche Content Description. In 2 Wochen weiß ich das nicht mehr. Beim Test-Tag, den finde ich schnell wieder, den finde ich schnell im Code wieder. Ich kann ihn auch wirklich in was Lesbares verwandeln, das ich mir merken kann. Nun, wo ich mein Element in der Hand habe, zum Beispiel meinen Button, möchte ich auch irgendwas damit tun. Ich möchte zum Beispiel testen, was passiert denn, wenn ich auf diesen Button klicke. Okay, das kann ich in meiner UI testen, aber ich möchte es ja in meinem Testcase, ich möchte es ja in meinem UI-Test testen. Welche Aktion wird denn dadurch ausgeführt? Ist es die, die ich erwarte? Genau das kann ich in UI-Tests mit den sogenannten Actions machen. Actions sind ebenfalls eine Semantic Node Interaction. Damit ich eine Aktion ausführen kann, brauche ich erstmal eine Node in der Hand. Und wie wir gerade gelernt haben, mit dem Test-Tag spielend einfach. Funktioniert immer. Und wenn ich mich an die goldene Regel halte, dass Test-Tags immer eindeutig sein sollten für jedes UI-Element, dann finde ich auch garantiert immer das richtige Element, das ich jetzt hier testen möchte. In diesem Fall führe ich auf einem Start-Button einen Klick durch. Wenn ich diesen Klick durchgeführt habe, möchte ich, dass etwas aufgerufen wird.
Da ich mich religiös an das State Hoisting Pattern halte, habe ich mein Composable so gebaut, dass ich einen Eingabewert habe und wenn nun eine Aktion ausgelöst wird, dann gibt es einen Callback. Diesen Callback mache ich mir jetzt zunutze in meinem Test. Denn in den Callback, da kann ich einfach irgendeine Variable setzen. In diesem Fall sage ich einfach, ja, sobald der Callback aufgerufen wird, ist meine Variable true. Nachdem ich meine Click-Interaktion ausgeführt habe, teste ich, okay, ist meine Bedingung jetzt erfüllt? Heißt, Callback wurde aufgerufen. Und das ist schon alles, wie ich Click-Interaktion auf jeden beliebigen Button testen kann. Nummer 1, ich gebe Ihnen einen Test-Tag. Nummer 2, ich halte mich an State Hoisting. Wenn in meiner Komponente eine Aktion durchgeführt wird, reiche ich diese als Callback nach außen. Und Nummer 3, all das bringe ich zusammen, indem ich eine Aktion in meinem UI-Test auslöse. Und Nummer 4, am Ende gucke ich einfach nur noch, wurde mein Callback aufgerufen, wurde irgendwas dadurch verändert und schon ist der Testcase fertig. Ihr werdet in Nu eure Tests geschrieben haben für eure UI. Und dann gibt es auch keine Ausreden mehr mit, dass UI-Tests schreiben so kompliziert und so zeitaufwendig ist. Das ist alles, was ich brauche, um einen wirklich sinnvollen Test zu schreiben. Das Ganze kann ich nicht nur für Buttonklicks machen, ich kann es zum Beispiel auch für Texteingaben machen. Auch hier gleiches Rezept. Würde ich jetzt versuchen, auf irgendwelche Texte hier zu matchen? Ja, ich habe ja mehrere Texte sogar. Ich habe am Ende den Text, der hier initial drin steht in meinem Textfeld und der eigentlich eingegebene Text später ist. Und hier nebendran habe ich ja auch noch einen Text, irgendein Platzhalterlabel, der auch immer sichtbar sein soll. Ja, worauf matche ich denn dann jetzt? Auf welchen von den Texten matche ich, um an das Richtige ranzukommen? Gerade bei Texteingabefeldern ist das super kompliziert. Ich suche mir mein Texteingabefeld, packe einen Test-Tag dran, hole mir diesen Test-Tag in meinem Test, führe die Action, performt Text-Input aus und schon hat der Compose UI-Test Text in mein Eingabefeld geschrieben. Um das Ganze zu validieren, hole ich mir wieder meinen Test-Tag über den Finder, führe die Assertion drauf aus, wurde das jetzt wirklich eingegeben. And that's it. So einfach ist es, UI-Tests zu schreiben mit Hilfe von Test-Tags. Verwendet die Test-Tags in euren Tests, vor allem wenn es um UI-Elemente geht, wo ihr wisst, da könnte sich später der Inhalt nochmal ändern, aber die Funktion bleibt gleich, dann ist das beste Zeichen. Hier muss ein Test-Tag dran, damit der Test lange stabil bleibt. Und wenn ihr wissen möchtet, was es sonst noch bei Findern, Matchern und Assertions zu beachten gibt, dann schaut euch doch dieses Video hier als nächstes an.